Hallo Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video, einem frischen Video. Und zwar zeige ich euch in diesem Video die Top 10 Helden aus meiner Sicht in diesem Spiel. Und ich muss vorab sagen, bevor einige sich wundern, warum zum Beispiel Helden wie Glenn in der Top 10 sind. Also ich gehe nämlich davon aus, dass die alten Helden für die Entwickler eine bestimmte Aufgabe hatten. Ja? Nun gab es neuere Helden, Tyrese, ja, kam dazu. Seasoned Rick kam dazu, Andrea, Axel, ihr wisst alle, die ganzen neuen Helden. Und das gehen wir heute hier in diesem Video durch, weil ich bin der Meinung, wenn wir uns zum Beispiel mal Glenn angucken, wie gesagt, Glenn steht nicht alleine dafür da, dass er in der Top 9 ist, also dass er auf Platz 9 ist. Glenn steht eher für die ganz alten Helden. Ja? Also er ist ein Symbol dafür, dass alte Helden noch harmonieren können mit den neuen Helden zusammen. Da hat es nichts damit zu tun, dass ein Wal Glenn mal getestet hat in irgendeiner Formation. Ja, das ist nämlich meine persönliche Meinung. Ich glaube, die Entwickler wollten die Meter weg von wer macht den meisten Schaden hin zu welche Formation funktioniert als Gesamtpaket am besten entwickeln. Deshalb glaube ich, sieht man bei den neuen Helden immer häufiger Fähigkeiten, die gleichzeitig Schaden, Schutz, Buffs und Kontrolle kombinieren. Genau deshalb können Helden wie Glenn trotz ihres Alters noch mithalten. Na? Ihre Fähigkeiten sind für sich genommen immer noch stark. Aber Helden wie Tyrese, Ezekiel, Defender Maggie bieten einfach mehr Gesamtwert pro Held, also pro Einsatz, na? Weil sie mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen. Das ist aus meiner Sicht die größte Veränderung im Heldendesign der letzten Jahre. Genau, und wie gesagt, wir können jetzt mal die Top 10 durchgehen. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Das ist keine allgemeine Empfehlung, sondern das basiert alles darauf, welche Fähigkeiten die Helden haben. Ja, das hat alles schon Hand und Fuß. Und egal, was ihr für Meinung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde mal vorschlagen, wir legen mal los. Okay, starten wir mit Platz 10, Sniper Andrea. Sie verursacht soliden Schaden, verstärkt ihre Crew mit Enrage, wodurch der Angriff deutlich steigt. Ja? Und sie kann mit ihrer Rampage-Fähigkeit mehrfach zusätzlichen Schaden verursachen. Gerade für Combat-Formationen bleibt sie deshalb eine starke Schadensquelle. Ja, also Andrea, kann man so sagen, ist echt eine gute Heldin hier im Spiel. Und natürlich mit Seasoned Rick und Karl einfach fantastisch. Okay, Platz 9 ist für mich Glenn. Ja? Hier könnte auch Rosita oder Holly stehen. Wie gesagt, Glenn steht für alle alten Helden. Na? Wir gehen jetzt mal auf Glenn ein. Viele unterschätzen ihn mittlerweile, aber er gehört für mich immer noch in die Top 10. Mit seiner Fähigkeit Love Struck verursacht er in den ersten 3 Runden konstant Flächenschaden und verteilt gleichzeitig starke Schilde an allen 3 eigenen Crews. Splitting Headage verursacht hohen Schaden und kann Gegner zusätzlich zum Schweigen bringen. Mit Delivery Boy aktiviert Glenn außerdem Berserk und erhöht so den Schaden der gesamten Formation. Gerade diese Mischung aus Schaden, Schutz und Kontrolle macht Glenn trotz seines Alters weiterhin zu einem Meta-Helden. Auf Platz 8 ist für mich Call to Arms Dwight. Warum? Ja, Dwight ist eine Maschine. Na, gucken wir mal kurz rein. Mit Payback Time kontert er gegnerische Angriffe automatisch und entfernt Berserk sowie Weaken vom Gegner. Seine Fähigkeit schützt verbündete Crews, indem Schaden abgefangen wird und der erlittene Skillschaden reduziert wird. Dazu kommt Rage of War, das Flächenschaden verursacht und allen 3 eigenen Crews Skill Berserk verleiht, wodurch ihre aktiven Fähigkeiten noch mehr Schaden verursachen. Genau diese Kombination macht Dwight in fast jeder Formation extrem wertvoll. Platz 7 ist für mich Vengeful Governor. Er überzeugt durch seine starke Defensive. Er verteilt Schilde, er kann seiner Crew Immunität geben und mit seiner Rampage-Fähigkeit besitzt er zusätzlich enormes Burst-Potenzial und gehört deshalb zu den stärksten Sharpshooter-Fronthelden. Platz 6, Ruthless Negan. Ja, warum? Er ist ein echtes Schadenmonster. Er verursacht in den ersten 3 Runden konstant Flächenschaden und aktiviert Berserk zur Schadensteigerung und er schützt durch seine Fähigkeiten seine eigene Crew. Ja? Seine vierfach Rampage macht ihn zu einem der gefährlichsten Sharpshooter-Helden hier überhaupt. Kommen wir mal zu Platz 5, das ist für mich Axel. Axel, Leute, gehört zu den stärksten defensiven Helden hier. Schon vor Kampfbeginn verteilt er seine Fähigkeiten und macht seine Crew damit immun gegen andere Fähigkeiten. Ja? Zusätzlich erzeugt er mehrfach Schilde, reduziert den eingehenden Schaden und erhöht die Verteidigung des gesamten Teams. Gerade in langen Kämpfen macht Axel einen riesigen Unterschied. Platz 4 ist für mich Seasoned Rick. Ja? Er bleibt einer der besten Support-Helden. Er verteilt Schilde auf die gesamte Formation, reduziert den eingehenden Schaden und er erhöht dadurch die Überlebensfähigkeit aller Crews erheblich. Dadurch passt Rick in nahezu jede Formation und ist besonders in langen Kämpfen extrem wertvoll.
obwohl er ein Frontheld ist. Na? Platz 3 geht für mich an Tyrese. Er gehört zu den stärksten Tankhelden im Spiel. Seine Fähigkeiten verteilen starke Schilde, reduzieren den erlittenen Skillschaden und erhöhen zusätzlich die Gesundheit der gesamten Crew um ganze 60%. Das macht jede Formation deutlich robuster und schwerer zu besiegen. Auf Platz 2 steht Maggie. Sie verursacht in den ersten 3 Kampfrunden garantierten Flächenschaden und schützt gleichzeitig alle 3 eigenen Crews durch ihre Fähigkeiten. Zusätzlich erhöht sie mit Berserk den Skillschaden und besitzt eine Rampage-Fähigkeit. Damit vereint sie Schaden, Schutz und Kontrolle in einem ganzen Helden. Platz 1 ist unangefochten Ezekiel. Ja, nicht umsonst kostet er $15.000. Aber was ist an Ezekiel überhaupt Besonderes? Er verursacht in den ersten 3 Runden massiven Flächenschaden. Er kann Gegner zum Schweigen bringen und er aktiviert gleichzeitig Berserk. Zusätzlich erhöht er die Marschgröße, ja, die Marschkapazität, steigert Angriff und Verteidigung der gesamten Formation und verleiht sogar zusätzliche Kampfgeschwindigkeit. Kein anderer Held hier im Spiel kombiniert aktuell so viele starke Effekte in einem einzigen Helden. Ja? Deshalb steht Ezekiel für mich verdient auf Platz 1. Okay, das waren jetzt meine Top 10. Ihr habt gesehen, ich gehe bei jedem Held immer auf diese Fähigkeiten ein, die er besitzt. Wenn man eine Truppe zusammenstellen möchte oder eine Formation, muss man natürlich gucken, welcher Held gehört nach vorne, welcher in der Mitte und welcher Held gehört nach hinten. Was für Fähigkeiten haben die Helden? Ja, harmoniert das alles? Hast du eine gute Warcard? Hast du gute Spezialisierungskarten? Hast du Embleme? Hast du dies? Hast du das? Findet heraus, was ihr am liebsten spielt. Macht Vergleiche, greift erstmal PvE-Gegner an, macht Woodburys, Streuner. Sucht euch eine Formation, sucht euch die perfekte Warcard raus, die perfekten Spezialisierungskarten. Testet es ein bisschen in den Duellen, aber wie gesagt, ein perfektes Setup in diesem Spiel gibt es nicht. Eben weil dein Gegner jedes Mal ein anderer ist. Na? Sei es, er hat eine andere Formation, ein anderes Setup, er hat eine höherlevelige Warcard, er hat bessere Spezialisierungskarten, er hat bessere Embleme. Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht es mal gut, bis dann. Euer Sultai.